So, willkommen Leute zu einem neuen Review and Stuff. Ey Felix, was geht? Wir reagieren jetzt live mal, was Bandai Namco Neues raushaut. Nach die... Let's go. Hello everyone, I'm Toshi, the producer of Dragonball Legends. It's always great to be here. Of course, I'm joined by... Hello everyone, I'm Yuka from Dragonball Legends Global Marketing Team. We are excited for another reviews and stuff, and we hope you are too. Last month saw the end of the Legends Festival and the start of the GT campaign. That's right. It started with Legends Limited Super Saiyan 4 Gogeta's Zenkai Awakening and continued with the stunning arrival of Legends Limited Goku, who can unleash the incredible Super Ultra Spirit Bomb, as well as the first appearance of Giru in Legends, who joined alongside Trunks as an assist for Pan. At the end of the month, Super 17 became the first immerhin haben wir Super 17 und Vegeta GT bekommen. While Bulla made her first Legends debut. This campaign has had a lot of great variety. And they each have abilities that reference the original series. Yes, indeed. Legends Limited Goku is a defensive character who can stand strong in the face of enemy attacks, while its powered-up ultimate arts is what really makes this character stand out. If you use the main ability after filling up the unit gauge, then the Super Ultra Speed Bomb you can unleash is tremendously powerful. For sure. It cuts the enemy's damage reduction effects by quite a lot, and depending on the number of defeated enemies, you can inflict no switching and even reduce their vanishing gauge to 0. You're pretty much guaranteed to land a Super Ultra Spirit Bomb that way. Also die King da war auf jeden Fall nice. Sein C17, seine Kunikade ist auf jeden Fall immer nice. Der ballert schon brutal. Gegner kann absolut nichts machen. Tap actions that activate various effects, letting you gain the upper hand in battle. It's so cool to see Super 17 absorb Ki, Blast, and power up just like in the original series. Yep, and meanwhile, Bulla features supporting attacks from Vegeta. We think the way this unit portrays the relationship between these two characters from the Dragon Ball GT anime is a lot of fun. There were a lot of new GT characters released, so try them out and see what they can do. Moving on, the episode campaign Cell Saga ja, also natürlich hauen die wahrscheinlich neue Charaktere über Z-Saga. Da die beginnen halt immer so, dass sie erstmal eine neue Story bzw. was Bezogenes auf den Bereich raushauen. Also immer gegen Anfang. Da kann man schon denken, jo, es geht um die Saga. Just recently. How's everyone enjoying it? There was a Cell game themed campaign last year, but it wasn't a full episode campaign. You're right. You all have probably already seen the new event-exclusive first ja, genau, das meinte ich. The Zenkai Awakening for Super Saiyan Trunks Teen. But today we have the latest info on episode campaign Cell Saga Z. Naturally, that includes some new character reveals, so be sure to stick around. Yes, you don't want to miss them. First, let's start with Legends Update info. We have some info to share with you about updates coming in late February, starting with this. Geil, a new guide battles. Moin Zero! Hey! In which guilds compete against one another. Two guilds face off with 30 members each for a massive battle between a maximum of 60 players. Hilfe, was ist das? Ihr neuer Modus? LOL. New Guide Battles. Okay. Ist es so ungefähr wie damals Dragon Ball X und Dragon Ball Teil für Nintendo DS? Sowas ähnliches oder so? Das sind, aber nee, keine Ahnung. There will be a game okay, nice. tiles that you'll move between, and players will compete over bases located in the central part of the map. Interesting. Ich habe wirklich gedacht, dass sie jetzt einen neuen Modus raushauen. This mode will use the same auto battle system okay, that is currently used for the Tournament of Power. Oh, okay. So guilds will be competing against one another using the Tournament of Power system. Correct. Since guilds are involved, coordination amongst your teammates will be crucial. Okay. There can be battles between groups of players, and by using items, you can restore the health of and even buff your fellow guild members. So move cool. as a team and coordinate carefully as you aim. Also man kann anscheinend, so wie ich das verstehe, bin ich mir auch nicht ganz sicher,
es damals, ganz früher, als Gilde neu war, da war es ja immer nur so, dass die so 2 Gilden, also zum Beispiel meine Gilde und eine andere Gilde, halt gegeneinander kämpfen müssen, beziehungsweise nicht kämpfen, sondern halt so viel wie möglich Punkte sammeln, bis man halt zu einem bestimmten Zeitraum, bis zum Ende des Zeitraums, halt am Ende mehr Punkte hat als der Gegner. Hast du Reveals und Stuff nicht live geguckt? Nein, war auf der Arbeit, also da kann ich jetzt schlechtes halt live schauen. Deswegen, sonst hätte ich es mit euch 15:30 Uhr live mit euch gestreamt, also live doch mit euch gestreamt, aber ja, war halt auf der Arbeit. So. Up until now, players have been able to enjoy earning points and competing together in the guild rankings. But it's great that we've added a way for you to compete together. It's up to 30 versus 30, but are you expecting that guild will coordinate Bis to play arbeiten? at the same Ja. time? Yes, actually. There will be fixed times to compete, sort of like with Legends Battle Royale. You can vote within your guild to decide when to compete, then log in and compete together at that chosen time. Guild battles are planned to be held for 5 days. Guilds can play once on each of the 5 days, so pick a time that works best for your guild and give it your best shot. This is an all new way to play Legends. Ich fand die neuen Charakter nicht so hype, ist nicht so meins. Okay, mal sehen, was die so zu sagen haben, die neuen. Mal sehen, ob ich drauf abfeiere oder ebenfalls die gleiche Meinung habe. New PvP Mode. Okay. What? Hilfe. Neue PvP-Modus. First, you'll be fighting up to 3 matches against the same player. Hä? The first match will be just like a regular battle. In the second Aha, match, you'll für mehr Frust, oder? remaining 3 characters you didn't use in the first match. Der In other PvP-Modus words, ist so with nice. these rules, you'll be making use of all 6 of the characters you used to form your Ah, I cool. see. So you need to form your party knowing that you'll be using all 6 of them to battle. Right. And you'll need to decide which 3 you'll want to use in the first round. That's extremely important. Das ist interessant. Das ist interessant. Okay, wie ich das so verstehe, dass man zum Beispiel die 3 Charaktere und wenn der Kampf vorbei ist, dann muss ich halt die anderen 3 nutzen. Das ist auch interessant. Ey, das ist wirklich cool. Nutzt man halt auch die Branch-Charaktere, so mehr oder weniger. Party you'll use in their first round, so you'll both need to try and predict what the others will do. In regular rating matches, a lot of players have become pretty set on which 3 characters in their party they'll use, and it's easy to guess what your opponent will pick. Looks like that's going to change with this rule. Yep. Then, if one player wins 2 rounds in a row, that person will be the winner. However, if they're tied with 1 win each, they'll move on to a final match called Battle of Pride. In Battle of Pride, you musst basically ein sehr gutes All-Around-Team bauen. Jetzt haben die ein All-Around-Team eingeführt, weil die merken, jo, die bauen sich nur 3 Charaktere, die Haupt sind und 3, die halt Branch sind. Of course, it's not that you can't hammer out a battle plan similar to that, but we created these special rules to allow players to experience a different type of battle where they can't use the same party over and over. Incidentally, if you get overpowered and lose terribly in the first round, is there a way to surrender if you don't want to continue into the second? The defeated player has the option to choose whether they want to fight in the second round. No need to worry about it. Moreover, if both players each lose a round, they both need to agree to progress to the final Battle of Pride. That means players okay, man kann halt draus einfach easy gehen, ohne halt kurz gebannt zu werden. Just a single round, which is what we think makes this rule so much fun. I'm starting to get excited. After a hard-fought battle against another player, I sometimes find myself wishing I could fight them again. So in this rule, if my opponent also chooses to have another match with me, I'll get my wish. Okay, aber interessant. Ich muss mal sagen, ich liebe OBS. Ich hasse es. Fühle ich, nee, fühle ich, Felix. Fühle ich. Ist for real halt so.
For now, just think about what kind of parties you think would be a good fit for Rating Match Proud and get hyped for this new exciting rule. Alright, that's all the update info we have for you today. These are planned for late February, so we hope you're excited. Now, let's move on to some Legends news. Legend news. Exciting news for you about the episode's campaign Cell Saga Z. First up. Okay, Zenkai-Weckung für perfekte Form Cell. Oh, der kriegt Zenkai. Ich habe mir mal gedacht, jo, der braucht Zenkai. Weil der ist wirklich gut, empfinde ich jetzt. So, jetzt besser. Jo, ich kann den nutzen. The second form Cell will transform into perfect form Cell, and the Legend Limited Super 17 released at the end of January. That's right. Be sure to try some parties with these characters. To touch on the new abilities that will be added a little, when an enemy Ultimate Arts, Awakened Arts, or Rising Rush is activated while this character is on standby, their Ultimate and Awakened cards will be debuffed by 30%, and your own substitution count will be lowered by 4. It sounds like there will be big improvement to Cell's use as a defensive character. Oh yes. There's also going to be an effect added where using cover change will cause your opponent's draw speed to decrease by 1 level, so be sure to make good use of this cell to receive enemy attacks. You can get the necessary Awakening Z-Power from Zenkai Rush Battles, Missions, Immerhin kriegt man die immer auf YouTube Brave. Früher, als halt Zenkai komplett neu war, musste man mit Zeigesteile nutzen. So, der neue Charakter! Ne, die neuen Charaktere. So, mal sehen, ob die mich flashen oder komplett zerstören. Aha. C16. Das hat ja jemand predicted gestern. Is barking. Cool. Ne, cool. Neue C16. Und neue Vegeta. Oh, super Vegeta natürlich. Legend Limited sogar. Okay, interessant. Also kein komplett Banger, aber ist cool. Ist cool. Aber nicht wirklich, dass man jetzt sagen möchte, jo, ich will den jetzt unbedingt. Aber der ist wahrscheinlich okay. Super Vegeta from episode Cell Saga Z are joining Legends. Well, we haven't had a new Sparking under 16 since the year Legends was released. Not since September of 2018, in fact. That's nearly 5.5 years. Also, despite appearing in a lot of das war's auch schon mit einem. Oh. Schwach. Schwach. Da hat halt Namco schon viel krasseres rausgehauen. Ja, muss man nicht wirklich haben. Ich habe wirklich gedacht, es kommt jetzt Ultra Gohan oder so. Oder halt Legend Limited Gohan oder sowas. Oder irgendwas krasses. Das heißt, das Baki und der Legend Limited. Ja, also der Super Vegeta Legend Limited ist nicht kacke. Kommen nur noch Kids, das war's. Ah, okay. Das Super Vegeta Legend Limited kann man gut in Super Saiyan Team nutzen. Ist ganz interessant, aber mehr braucht nicht. Und Felix wegen OBS. Ja, deswegen fasse ich da nicht so viel an bei OBS Studio. Einmal eingerichtet und du willst es niemals mehr blind einrichten. Wirklich, das ist so grauenhaft. And the Z ability 3 will allow you to buff allied tag Android and episode Cell Saga Z characters.
This 16's greatest selling point is the strength of its offensive capabilities. So, Vegeta Kid ist ganz okay, aber ich gehe nicht in den Banner rein. Ja, ich auch nicht. Gehen auch relativ wenig rein. Außer die Leute, die ein paar Milliarden Zeigestyle haben oder halt jeden einzelnen Charakter wollen. Eigentlich, unser Stream-Projekt ist halt jeden Charakter auf Maximum ballern. Aber das geht jetzt auch nicht so leicht. Alles mit der Zeit. In addition to these basic abilities, the special arts, special move arts, and ultimate arts are all both unique and nee, wenn ich Stream starte, sagt es nach 5 Minuten Verbindung getrennt. Verbindung wird hergestellt, immer wieder. Sorry für Crabs. Gar kein Ding. Ja, da musst du halt bei deinen Interneteinstellungen gucken, wie viel Kilobyte die Sekunde ausgegeben wird für den Stream. Ich habe zum Beispiel 2600 Kilobyte eingestellt. Hab LAN-Kabel. Also 2600 Kilobyte die Settings. Ich weiß nicht wo genau, also das hat jetzt nicht mit Internet zu tun, sondern Bitrate. Genau, Bitrate, sorry. Bitrate. Guck mal, ob du die Bitrate auf 2600 hast. You'll find that you don't have enough key or earth cards. But after under 16 uses 1, the vanishing gauge will be restored and you'll be ready to go on the attack once more. Lastly, the ultimate arts will notify enemy endurance effects for 50 counts on activation. Not only that, this effect is unable to be cancelled. So basically, if you are able to pull off a rising rush within 50 counts of using the ultimate arts, das ist ganz okay. Also C16, der explodiert nicht. Wo stellt man es ein? Bei Stream. Soweit ich weiß. Muss ich halt ein bisschen rumklicken, es sind sehr viele Optionen. Having all of their cards destroyed means your enemy won't be able to immediately attack. Ansonsten, Felix, testen wir, wenn wir halt Resident Evil 5 testen, dann zeige ich dir auch meine Settings, wie ich es eingestellt habe, dann muss es bei dir auch gehen. Das weiß ich halt auswendig leider. Ich zeige dir das, wenn wir halt zusammen Resident Evil 5 testen. Dann zeige ich dir, wie ich meine Settings eingestellt habe und dann soll es bei dir auch funktionieren. Ja, machen wir dann. Okay, er kriegt auch eine gewisse Menge an Lebensenergie zurück. So if you can get a combo going immediately after taking an arts attack, you'll be able to take those offensive abilities and use them to really put on the pressure. Muss jetzt Dragonball erstmal mit zweiten Account spielen. No. Besides the extremely powerful offensive capabilities we've just discussed, this character also has defensive abilities such as okay, Offensive und Defensive der Charakter. As well as reducing enemy special move, ultimate, and awakened earth's power by 30% when entering the battlefield. This 16 will make a great addition to any Android party as a powerful attacker, so definitely try it out. Moving on, let's talk about Legend Limit. So, Legend Limit, Super Vegeta. Okay, Deckungswechsel, Schlagangriff. Dann Spezialangriff. Gut, und grüne Karte. Nee, das ist, hä? Das ist Spezialangriff. Also wenn eine grüne Karte einsetzt, kriegt dann grüne Karte. Blaue Karte. Oder ist das der Finalangriff? Nee, ich bin verwirrt. Nee, er kriegt wahrscheinlich eine grüne Karte, kriegt eine blaue Karte getriggert und durch die blaue Karte wird dann ein Finalangriff getriggert, wahrscheinlich. Also, Legend Limited Angriff. Ja, im Anime hat eigentlich Vegeta nicht Freezer, ich meine, Cell besiegt, sondern hat ihn einfach gehen lassen. Ja.
Nee, der hat nur ein Ulti-Art. Okay, achso. There are lots of powerful text Saiyan characters, so this is a really useful Z ability. Vegeta's greatest strength lies in the unique gauge, which gives you tremendous firepower when it's maxed out. Let's dive right into an explanation of the unique gauge. Okay, wird genau erklärt. Einzige Fähigkeit. To the number of timer counts spent on the battlefield, but it resets to 0 when Vegeta returns to standby. Okay, Gegner kriegt dann 0, also Ki wird komplett reduziert, wenn er auf dem Feld ist. But when it reaches max, the enemy special cover changer will be nullified and your vanishing Wenn die einzigartige Fähigkeit voll ist, verliert der Gegner irgendwas, habe ich jetzt kurz verpasst, aber die Verschwinderleiste füllt sich dann. Okay, Stufe 1 wird erhöht bei Kartengeschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit. So, Neutralisierung von gegnerischen also wenn der Gegner zum Beispiel Element Rot angreift, dann ist das ja natürlich sehr effektiv, aber durch die Elementneutralisierung greift der Gegner neutral an. Okay, desto länger der vorhanden ist, desto stärker wird er im Kampf. Ja, okay. Das kann man sich vorstellen, wenn man eine einzigartige Fähigkeit hat, ne? Wird ein bisschen traurig sein, wenn er immer schlechter wird. So the first time will be a bit easier as well. While Vegeta is on the battlefield, whenever the enemy switches, you'll get a boost to damage inflicted, reduce the enemy's ki, and reduce your allies' substitution counts. From your opponent's point of view, they'll probably want to switch to a character with a lot of health in order to survive attacks by this Vegeta on the warpath. So these abilities that activate each time your opponent switches out will be quite powerful. I'm sure you've already gotten an idea of how strong this character's unique gauge is, but there's more. Under certain conditions, Vegeta will have seriously powerful defensive abilities and strike arts. Starting with the defensive abilities, the enemy's special move, ultimate, and awakened arts, as well as their rising rush, and even all enemies' main abilities will all be sealed when you max out. Oh lol, was? Okay. Also, wenn die einzigartige Fähigkeit voll ist, dann wird halt alles vom Gegner gesperrt. Also so wie bei Super C17. When you score a combo, or when you are on the receiving end of one. When a unique gauge gets filled, while you are being comboed by your opponent, you can expect to be finished off. Aber ob der jetzt ausweichen kann, der Gegner, weiß ich jetzt nicht. Also Rising Rush ist auf jeden Fall gestellt und Charakterwechsel und Finalangriff auf jeden Fall. Also eins, also, ja. Allowing you to shake off their blows with ease. Plus, if you return Vegeta to standby with a full gauge, this character can recover a significant amount of health and shorten on substitution counts. If Vegeta can last until the unique gauge is full, your opponent's most threatened options will be sealed, giving you the option to switch in another character, even once without endurance or revival, and spread the damage across your team. And shortening your own substitution counts means that you can send Vegeta right back on the battlefield, so make use of the unique gauge to have Vegeta go on the attack. Next, we need to talk about Vegeta's strike attacks. Upon entering the battlefield, the damage from Vegeta's next strike Wenn er auf dem Feld kommt, kriegt er 50% Buff auf Schlagangriff. You draw a strike arts card and you inflict all enemies with substitution counts. Inflicting substitution counts means that your opponent will have a hard time switching out and you'll be in an excellent position to land a full force 50% boosted strike arts on the character you are aiming to take down. Finally, let's talk about some powerful abilities other than the unique gauge. First off, the special arts will restore ki and randomly destroy 2 enemy cards, while the strike arts have blast armor. If you use the special arts and destroy your enemy cards, they'll have fewer options available, and since Vegeta's strike arts have blast armor, they'll find out it difficult to use their blast arts, which should help you to stay on the battlefield. Staying on the battlefield for 10 counts will make this Vegeta tremendous. Okay, 10 Einheiten und dann wird er stärker oder was? Oh. Moving on, the main ability will nullify enemy special cover changes and draw an ultimate arts card. Plus, it will restore your own vanishing gauge by 100% and reduce the enemy Dragon Balls by 1.
If you manage to land a combo using the main ability to nullify your opponent's special cover changes, then continuing that combo to buy time until unique gauge is full should be an effective strategy. So, that's all we have to say about Super Vegeta's Okay, abilities. ja, ganz solide. I think you really come to enjoy strategizing to make full use of this character's firepower, so definitely try it out. You'll be able to find Ist more details auf jeden Fall about nicht these Top characters' 5. abilities on the site in the video description after this premiere is over. Make sure to take a look. That's all we have to share with you today. Legend Limited Super Vegeta and Sparking Under 16 are on their way, so the episode campaign Cell Saga Z is about to get even more intense. It definitely is. There's more to come during this campaign, so I hope you're ready. And don't forget, Okay, die haben noch was vorbereitet. Rating Match Proud and the new Guild Battle Mode are planned to be released soon, so get ready for those as well. Remember to follow our official social media accounts for information that we didn't have time for here and various other news and campaigns. Thank you for watching today. We hope you'll join Muss us essen. again. Alles klar, for Felix. videos and Bis stuff. Bye, später. everyone. Bye! Gut, zusammenfassend, C16, neuer Charakter. Ganz okay. Hat einen finalen Angriff, also die haben den Charakter jetzt neu gebracht, weil der letzte C16 halt 2018 im September rauskam. Das ist, glaube ich, der Element Grün, der natürlich aktuell Zenkai hat. Ja, stark ist auf jeden Fall nicht der alte. Und deswegen haben die gedacht, komm, wir machen jetzt einen neuen Sparking, er soll jetzt viel stärker sein und ja, also die wollen den halt erneuern. Haben die gemacht. So, Super Vegeta. Den haben die jetzt rausgebracht, weil, ja, ein neuer Super Vegeta raus muss, weil Element Gelb Super Vegeta mit Zenkai vorhanden ganz okay ist, bis nicht wirklich gut. Der ist ja nur Sparking gewesen, der alte. Und jetzt haben die einen neuen rausgebracht, der jetzt besser sein soll und ja, der wurde, glaube ich, jetzt nur rausgebracht, damit die ja wenigstens Leute, die überhaupt keinen Lack hatten mit allen anderen Banner, dass sie wenigstens den haben und halt irgendwas im PvP zu sagen haben. Also, wieder auch kritisch. Ja, so krass fand ich das alles nicht. Das Hypeste ist für mich die PvP-Modus. Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Ne? Ich muss halt deine Meinung zustimmen. Auf jeden Fall. Die ballern halt nicht. Ne? Ich habe wirklich gedacht, komm ja, so ein Gohan, Legend Limited oder eher Ultra. Aber ist ja noch nicht vorbei. Die meinten, die haben noch was vorbereitet für, gegen Ende des Monats. Ich würde schätzen neue Ultra, aber da werden die wahrscheinlich noch weiter vorausstellen, beziehungsweise in neuen PvP-Modes. Die meinten, kommt ja bald. Und ja, soweit. Alles geklärt. Perfekte Form Zell-Element Rot, der wieder auferstehen kann. Der kriegt Zenkai, finde ich gut. Haben wir gedacht, jo, der braucht mal Zenkai, weil schlecht ist er nicht. Ich finde eigentlich ganz cool, dass er sich komplett neu regenerieren kann. Auf jeden Fall nice. Die PvP-Modis, mich interessiert sehr, dass man 3 Kämpfe auf jeden Fall machen kann gegen einen Dude. Und nicht immer dieselben Charaktere, sondern immer andere Charaktere. Also, wie du gesagt hast, ein All-Run-Team. Auf jeden Fall nice. Das wird auf jeden Fall komplett ein PvP ein bisschen auf den Kopf stellen. Gerade weil jeder natürlich 3 Hauptcharaktere und 3 Branch-Charaktere nutzen. Und das merkt natürlich halt Banamco und die wollten halt eine neue Abwechslung reinbringen. Haben die auch hinbekommen und mal sehen, wie es sein wird. Neuer PvP-Modus, ganz frisch, ganz neu. Da hat auf jeden Fall jeder eine Chance. Da werden wir auf jeden Fall nächste Woche streamen. Okay, ist es überhaupt bis dahin verfügbar? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Und ja, was gab es denn noch? Also, dieser Gildenmodus. Den weiß ich nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Am 21. sogar schon. Okay, es sollte aber schon nächste Woche sein, ja. Gut, der Gildenmodus. Gab es einen alten Gildenmodus, den man halt Punkte sammeln kann und am Ende der Season das Gildenteam, das am meisten Punkte hat, gewinnt dann, kriegt dann Gildenmedaillen, kann es dann einlösen für Tickets oder Gildenmedaillen. So, jetzt haben die einen neuen reingepackt. Das finde ich halt eigentlich gut, weil der alte Gildenmodus kompletter unnütz ist und nicht wirklich genutzt wird. Ja, das ist ja PvP-Season vorbei. Ah, so, und ja, dann
Logisch. Nice. Ja, bin auf jeden Fall gespannt auf den 2 neuen Modis, PvP und diesen Gilden-Dingsbums. Und ja, man kann auf jeden Fall, also 2 Gildenteams sind halt auf dem Feld. Ich glaube, das ist viel interessanter. Wird wohl so laufen auf automatisch Base wie Turnier der Kraft. Gut. Gut, Leute, von meiner Seite halt alles geklärt. Wenn von euren Seiten aus noch was habt, dann können wir gerne drauf besprechen, drauf rumreiten. Ja. Ich mache halt relativ oft diese Review- und Stuff-Streams, wenn die halt kommen. Leider kann ich die halt nicht mehr ganz live streamen, da ich halt auf der Arbeit bin und deswegen müssen wir es im Nachgang streamen, aber am gleichen Tag versuche ich es. Und ja, muss halt Silber sein mit Gilde. Okay, wenn man, ja okay, easy. Ja, ist bei mir easy. Bin dann auf jeden Fall dabei. Und die anderen müssten sich hocharbeiten. Yeah. Okay, dann haben die halt eine Grenze gesetzt, kein Bronzegegner, also nicht Mischmasch, weil ich glaube, das haben die extra so gemacht, weil sonst würden die Bronzegegner von den Diamantgegner erstmal demoliert. Auf entspannt. Und yes. Okay. Dann, wenn von eurer Seite noch etwas ist, können wir gerne darüber sprechen. Ansonsten sehen wir uns schon am Donnerstag wieder mit Resident Evil 5. Und yes. Gut. Tschüss. Von eurer Seite vielleicht noch etwas. Wie läuft es im PvP so? PvP, ja, ganz okay. Ne, seitdem ich halt Super C17 habe, läuft es eigentlich ganz gut. So in Zusammenkombination mit Vegito Blue Ultra und Goku Black Ultra. Natürlich müssen die halt ein bisschen stärker werden. Natürlich gewinne ich auch nicht jeden Kampf, aber ist ganz cool. Macht mehr Spaß. Weil ansonsten davor wurde ich halt immer nur demoliert von wirklich nur den gleichen Teams, die nee, was heißt Ultra? Doch, Ultra Instinct und Gohan Beast, also Gohan Beast halt. Und immer wieder im gleichen Team, das ist so frustrierend, das immer zu sehen. Mann. Auf jeden Fall sehr frustrierend. Den Super Vegeta würde ich jetzt auch nicht ziehen. Wenn man den unbedingt möchte, kann man den ruhig ziehen, aber ich bin eher der Typ, der jetzt God-Team baut oder eher so ein GT-Team und Dreh rum. Also es kommen auf jeden Fall noch krassere Gegner rein. Charaktere meine ich natürlich. Ende des Monats kommen noch mehr Charaktere, denke ich so mal. Die haben jetzt angeteasert, dass sie noch was vorbereitet haben. Mal sehen. Oder die machen es jetzt so, dass die machen es entweder so, dass die im nächsten Reveal und Stuff vorstellen. Ich mache gerade Grind auf Top 10 K, also Top 10k. Bin gerade bei Top 15k. Krass, das ist auf jeden Fall heftig. Moin Jonas, was geht, was geht? Wir haben gerade auf Review and Stuff reagiert und sind damit auch eigentlich schon fertig. Und besprechen halt. Wir haben halt die ganzen Charaktere besprochen, was da so alles kam und so. Also C16 kam rein, Super, Vegeta, Lich Limited, Element Rot, Cell, der wieder, nachdem er besiegt wurde, wieder backkommt, kriegt Zenkai. Neue Modis, PvP-Modi, neue PvP-Modi, dass man gegen einen Gegner
dass gegen einen Gegner immer dreimal kämpfen kann, aber da man ein All-Round-Team benötigt, denn man darf nicht 3 Charaktere hintereinander nutzen, sondern immer abwechselnd 3 Charaktere, die du im ersten Kampf nutzt und dann im zweiten Kampf 3 Charaktere, die du davor noch nicht genutzt hast. Neue Gildenmodi ist auf jeden Fall dabei, ist anscheinend so wie Turnier der Kraft, Automatisch-Modus, man mit seinem eigenen Team, eigene Gilde gegen das gegnerische Gilde kämpft. Und man kann die Gildenmitglieder auch mit Energie oder Freipass oder kann man mit Freipass nicht, Freipassen jetzt nicht, aber mit Energie oder irgendwas unterstützen. Clean Krieg wird da gezeigt. Geben mir Peace Royal Vibes. Also, alles klar. So, wir haben erst darauf reagiert, weil ich halt nicht um 15:30 Uhr konnte, war auf der Arbeit. Dementsprechend sind wir halt mit so Zeitlife. 17, Reveals darf er in Zukunft immer 17:30 Uhr streamen. Natürlich haben einige dann es eher schon bei Bananamco gesehen, aber einige ihre Leute können halt gerne bei mir wieder vorbeischauen. So, Leute, ne? Wir haben alles besprochen. Wenn soweit alles geklärt ist, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder mit Resident Evil 5. Ansonsten, wenn ihr von eurer Seite noch etwas habt, dann gehen wir gerne drauf ein. Also dieser Stream war grundsätzlich nur dafür da, dass wir auf Review und Stuff reagieren. Und ja, Hauptstreams sind immer Montag und Donnerstag. Und Review und Stuff klatscht man meistens zwischendurch rein. So, Leute. Gut. Wenn von eurer. Nee, alles okay. Alles klar, wenn von euch nichts mehr kommt, dann bedanke ich mich herzlich zum Einschalten. Hat mich sehr gefreut. Mal wieder einige Zuschauer dabei. Freut mich sehr. Ist eine große Unterstützung, dass ihr dabei seid. Und am Donnerstag geht's wieder los. Wer Bock hat, schaltet gern bei Resident Evil 5 ein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Ansonsten, ja, wünsche noch restliche schöne Woche und schönen Abend noch. Bis Donnerstag, Leute. Dann ciao.